und zank. And the second, Und das Zweite, they were following human leaders. sie folgten menschlichen Führern. They didn't really see Jesus as their leader, Sie erkannten nicht Jesus als ihren wahren Führer, but they looked to human preachers sondern sie blickten auf zu menschlichen Predigern, who were good preachers, die gute Prediger waren, but it was not where they should have been looking. aber das war die falsche Richtung. They were looking to Paul and Apollos. Sie blickten auf Paulus, auf Apollos. Have you ever stopped to consider how many denominations in the church are called after human leaders? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie viele Konfessionen nach menschlichen Führern benannt wurden? I am a Lutheran. Ich bin ein Lutheraner, I follow Luther. ich folge Luther, Or I am a Methodist. oder ich bin ein Methodist, I follow John Wesley. ich folge John Wesley, Or I am a Catholic. oder ich bin ein Katholik, And I follow the Pope. ich folge dem Papst, And maybe I'm a member of a Catholic order. und vielleicht bin ich Mitglied eines katholischen Ordens, I'm a Dominican ich bin ein Dominikaner or some other order. oder ein anderer Orden. Can you see how the natural mind of man always thinks that way? Könnt ihr erkennen, wie die natürliche Gesinnung des Menschen immer in dieser Weise folgt? Now, we should honor good men who are leaders, Nun, wir sollten gute Männer, die Leiter sind, ehren, and we should follow them as long as they follow Jesus. und wir sollten ihnen folgen, solange sie Jesus folgen. But when they cease to follow Jesus, Aber wenn sie Jesus nicht länger mehr folgen, we must cease to follow them. dann müssen wir aufhören, ihnen nachzufolgen. I believe that there are many of you here this morning who have a very serious potential problem. Ich glaube, dass es viele von euch hier heute Morgen gibt, die haben ein sehr ernsthaftes, Potential problem? ein großes Problem mit ihren Fähigkeiten. Potential. Fähigkeiten, Potential. No. Mit ihrem Potenzial, mit ihren It Möglichkeiten, can happen, yes. dass es geschehen könnte. Because your eyes are on a human leader. Denn eure Blicke sind auf einen menschlichen Führer gerichtet. And suppose that leader falls. Nehmen wir einmal an, dass dieser Führer fällt. He falls into immorality. Er fällt vielleicht in Unmoral Or he misuses money. oder er geht mit dem Geld in falscher Weise Or um he's found using drugs. oder er beginnt Drogen zu nehmen. What will be your reaction? Was wird dann deine Reaktion sein? We have seen in America many people lose their faith. In Amerika haben wir es erlebt, dass viele Männer ihren Glauben verloren haben. Because well-known leaders have gone into sin. Viele Menschen haben den Glauben verloren, weil große Führer in Sünde fielen. And the people who were following them were left without anyone to follow. Und ihre Nachfolger hatten plötzlich niemand mehr, dem sie nachfolgen konnten. What is Paul's description of that? Und wie beschreibt Paulus diese Leute? It's carnality. Es sind fleischliche Menschen. See, there's much more to being carnal than just going into sin or immorality. Seht, fleischlich zu sein bedeutet viel mehr, als nur in Sünde zu fallen oder Unmoral. It's not giving Jesus his rightful place. Es bedeutet doch, dass wir Jesus nicht den rechten Platz einräumen. He is head over all things to the church, which is his body. Er ist das Haupt über alles, nämlich seine Gemeinde. The church has only one head, Die Gemeinde hat nur ein Haupt and his name is Jesus. und der Name ist Jesus. It's interesting that in the book of Daniel and in Revelation there are various creatures with many heads. Es ist interessant, dass im Buche Daniel und der Offenbarung es Wesen gibt mit vielen Köpfen, But they are all evil creatures. aber es sind alle üble Gestalten. The church is not like them. Die Gemeinde Jesu ist nicht so. It has only one head, Sie hat nur ein Haupt and that is Jesus. und der ist Jesus. And when you cease to follow Jesus, you are carnal. Und wenn du aufhörst, Jesus nachzufolgen, bist du You fleischlich. may be very religious, Du magst sehr religiös sein, but you're also carnal. aber du bist auch fleischlich.
A little bit about what's going on in Eastern Europe. Ich weiß ein wenig von dem, was in Osteuropa abläuft. And I think many of you are under pressure Und ich glaube, viele von euch stehen unter einem Druck, to follow some leader from outside your nation. einem bestimmten Führer aus dem Ausland zu folgen. Probably from America. Vielleicht jemanden aus Amerika zu folgen. I'd have to say that since the borders were open for preachers to go in, Ich muss sagen, seitdem die Grenzen sich öffneten, sodass die Prediger einfach hereinkommen konnten, in some ways your problems have multiplied. in gewisser Weise haben sich dadurch eure Probleme I have vervielfältigt. a dear friend who's a pastor in Budapest, Ich habe einen lieben Freund, er ist Pastor in Budapest, and he said it was much easier under the communists. und er sagte, es war viel leichter unter den Kommunisten. We didn't have all these preachers coming. Wir hatten nicht all diese Prediger, die da ständig kamen. Now there are good preachers that have come, Nun, es sind gute Prediger gekommen and they're not so good preachers. That und have come. dann nicht so gute Prediger. Some of them just come in order to be photographed with you, Einige kommen nur, um sich mit euch fotografieren zu lassen. and they're going to put the photograph in their newsletter, Und dann werden sie zu Hause dieses Foto in ihren Rundbriefen veröffentlichen and they're going to raise thousands of dollars, und sie werden Tausende von Dollars erheben, of which you will receive very little. von denen du nur wenig bekommst. What is the problem? Was ist das Problem? Carnality. Fleischlichkeit. I want to give you one verse in Revelation 14. Noch ein Vers aus Offenbarung Kapitel 14. I want to say one thing to the people from Eastern Europe. Ich möchte den Teilnehmern aus Osteuropa das eine sagen. The preachers you can trust most are those that came before the borders were open. Den Predigern, denen du am meisten trauen kannst, sind die, die schon vor Öffnung der Grenzen zu dir kamen. When it meant a real sacrifice. Als es ein wirkliches Opfer für sie bedeutete, zu kommen. And it even could be dangerous. Und damals war es noch gefährlich. Most of them are probably to be trusted. Den meisten von diesen Leuten kannst du wahrscheinlich trauen. So let's look in Revelation 14, verse 4. So Offenbarung Kapitel 14, Vers 4. And this describes some very victorious Christians. Und das beschreibt hier einige sehr siegreiche Christen. And it says this: Und es heißt hier, These are the ones who are not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Whom are they following? Wem folgen diese? The Lamb. Dem Lamm. It's always safe to follow the Lamb. Es ist immer sicher, dem Lamm zu folgen. But you'll have to have a nature like the Lamb to follow him. Aber dann musst du auch die Natur eines Lammes haben, ihm zu folgen. You can't be a lion and follow the Lamb. Du kannst nicht ein Löwe sein und dem Lamm versuchen zu Or folgen. a wolf and follow the Lamb. Oder ein Wolf, um dem Lamm zu folgen. You have to have the same nature as the Lamb. Du musst die gleiche Natur des Lammes haben. And that's the real remedy to carnality. Und das ist ja das wahre Heilmittel gegenüber der Fleischlichkeit. I want to look also in Galatians chapter 5. Ich möchte auch in Galater Kapitel 5 hineinblicken. Galatians is really the epistle that deals with the problem of carnality. Der Galaterbrief handelt letzten Endes mit diesem Problem der Fleischlichkeit. What was the problem in Galatia? Was war das Problem dort in Galatien? My answer is legalism. Meine Antwort ist Gesetzlichkeit. And by legalism, I mean trying to achieve righteousness with God by keeping a set of rules. Und mit Gesetzlichkeit meine ich, mit Gott ins gerechte Verhältnis zu kommen, indem man einen Satz von Regeln beachtet. And it's very interesting, this epistle, Und diese Epistel ist sehr interessant,
In nearly all his epistles, Paul started by thanking God for the people he was writing to. In beinahe allen Episteln beginnt Paulus, indem er den Leuten dankt, die er da angeschrieben hatte, Even the Corinthians. auch den Korinthern. And there was sexual immorality, Und es gab sexuelle Unmoral and they were dort getting drunk at the Lord's table. und sie haben sich am Tisch des Herrn betrunken. But he began by thanking God for the grace of God. Aber er begann, indem er für die Gnade Gottes dankte für